Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute mal mit ein bisschen einem Thema, das sehr oft im Stream gefragt wird, was denn so der beste Levelspot ist oder was sind die besten Levelspots im Spiel und so weiter. Und heute gibt es mal einen relativ konkreten Vorschlag für einen Levelbereich. Allerdings ist der mit ein paar Tücken oder Hindernissen versehen, sagen wir es mal. Und zwar befinden wir uns heute in der Dekans-Mine, dem wahrscheinlich besten Levelspot bis Medomets. Bis Klarfahren auf jeden Fall, aber wahrscheinlich sogar besser als Klarfahren. Und zwar befinden wir uns in der Dekans-Mine. Und einfach nur die Dekans-Mine ist kein guter Levelspot. Es geht wirklich spezifisch um den einen Raum, und zwar um den letzten Raum. Und da müssen wir jetzt natürlich erstmal hinlaufen, der Vollständigkeit halber, weil das hier so eine Art Guide sein soll. Zeige ich euch den Weg. Ich bin jetzt einfach reingegangen, ganz normal. Da kann man noch nicht viel falsch machen. Dann hier müssen wir rechts, dann wieder rechts. Also eigentlich müssen wir einfach immer nur rechts dann bis zum Boss vorgehen. Also jetzt kann man schon gar nichts mehr falsch machen. Wenn man jetzt einfach nur geradeaus läuft, kommt man garantiert zumindest im richtigen Vorraum an. Und das Hindernis an der ganzen Sache, oder die Hindernisse an der ganzen Sache sind, ihr könnt das nur machen, wenn ihr die Dekans-Mine-Quest abgeschlossen habt. Und in dem Fall kann euch auch kein High-Level-Spieler sozusagen reinlassen, weil der Raum ist spezifisch nur für Leute, die die Quest gemacht haben. Dieses Tor hier kann jeder für einen aufmachen. Also da, wo ich jetzt gerade durchgegangen bin, kommt man auch nur mit der Quest durch, mit der Dekans-Mine-Quest. Das heißt mindestens Level 82. Aber dieses Tor könnte auch jemand anders für mich aufmachen. Das heißt, das wäre nicht das Hindernis. Also zu den Roaches würde ich auch so kommen. Die Roaches sind auch kein schlechter Levelspot. Viele Leute auf dem FEC-Server leveln hier ganz gerne. Ich glaube aber eher, dass das Nostalgiegründe sind, weil die Roaches sind schon sehr nervig, weil die respawnen auch zum Großteil. Aber wenn man das volle Potenzial der Roaches ausschöpfen will, muss man immer auf diese kleinen Pflanzen klicken. Dann kann man nämlich mehr Roaches spawnen lassen. Aber das sind literally die Monster mit der kleinsten Hitbox im Spiel. Diese Pflanzen immer wieder zu öffnen, ist auch extrem nervig. Auch die sind extrem klein versteckt und nicht so offensichtlich, wo und wann die respawnen. Das sind die Teile hier. Ja, also ist kein schlechter Level-Spot, aber darum geht es uns nicht. Sondern wir wollen hier durch. Und das hier ist eine Tür, die ebenfalls nur zu benutzen ist oder nur benutzbar ist, wenn man die Dekans-Mine-Quest zumindest angenommen hat, beziehungsweise bei dem Teil der Dekans-Mine-Quest angekommen ist, wo man eben auch hier hinter diese Tür durch muss. Und die Dekans-Mine-Quest, wie gesagt, die startet auf Level 82. Abschließend tut man sie auf Level 85. Und das Problem an der ganzen Sache ist halt, dass man bis dahin hier einfach gar nicht hinkommen kann. Also es gäbe theoretisch schon Möglichkeiten, sowas wie Couple-Teleport müsste theoretisch funktionieren. Aber um hier mehrere Chars reinzukriegen, müsste man schon einen unverhältnismäßig hohen Aufwand betreiben, wenn man bedenkt, wir sind hier in einem Levelbereich 70 bis 90, wo man dann halt natürlich drüber nachdenken sollte, okay, lohnt sich das wirklich, wenn ich mich jetzt hier mit Couple-Teleport und sonst was rumschlage, nur um hier drin leveln zu können. Vermutlich eher nicht, aber theoretisch wäre das die einzige Möglichkeit, die mir zumindest einfallen würde. Oder Friendship wäre das andere, Couple-Teleport Friendship. Aber dafür braucht man zwingend trotzdem mindestens einen Charakter, der die Dekans-Mine-Quest gemacht hat. Das heißt, für jeden, der eben das gar nicht zur Verfügung hat, der kommt hier auch einfach schlichtweg nicht rein. Genau. Und ja, man sieht schon, es gibt mehrere von diesen Türen, es gibt mehrere von diesen Quests, die dir jeweils diese Keys, also gibt ja auch die allseits bekannte Frage, was mache ich mit diesen komischen Dungeon-Keys und so weiter. Das sind genau diese Keys, die einem diese Türen hier öffnen. Ohne die kommt man hier nicht weiter. Okay, keine Ahnung, wieso meine M noch nicht hinter der Tür vorgekommen ist. Weird. Ne, er war hinter der Tür, hat mir noch nicht gefolgt. Genau. Das heißt, ihr müsst die Dekans-Mine-Quest machen. Ansonsten wäre die einzige andere Möglichkeit, ihr habt bereits High-Level-Charakter, die wiederum die Minen-Quest gemacht haben. Und ihr könnt euch hier rein teleportieren. Genau, auch das hier ist ein okayer Level-Spot. Also es ist wahrscheinlich sogar der zweitbeste, würde ich sagen. Nachteil von diesen Level-Spots, da komme ich auch noch gleich drauf zu sprechen, sind die Giants, aber es sind keine richtigen Giants, also es ist eigentlich kein so gewaltiger Nachteil, wie man es im ersten Moment denkt. Und jetzt müssen wir noch einmal uns teleportieren. Mir kurz mal die Viecher hier ein bisschen vom Hals halten. Hier ist wieder so eine Plattform am Boden, die ich jetzt nicht anklicken kann, weil der Giant draufsteht. So, jetzt können wir es machen.
Und dann sind wir endlich da. Der letzte Raum der Dekans Mine. Der hinterste Bereich der Mine, wo es dann auch wirklich nicht mehr weitergeht. Und ich habe ja auch ein paar Zahlen für euch. Also ich habe das im Stream getestet, habe die Zahlen rausgeschrieben. Und es ist wirklich insane. Also es ist mit Abstand der beste Level-Spot im Spiel. Wenn man es 1:1 vergleicht mit dem Open-World-Gebiet. In diesem Levelbereich, muss man dazu sagen. Und nur um das mal zu veranschaulichen, Luia bzw. auch Antiquary sind extrem gute Level-Spots. Und die XP von den Monstern, bei denen wir uns jetzt hier befinden, sind die Blood Trilopi und die Keakun Worker. Und ein Blood Trilopi gibt auf Level 77... Das ist relativ unrealistisch, aber komme ich auch noch gleich drauf zu sprechen. Würde jetzt hier 1291 geben und ein Small Luia auf dem gleichen Level würde nur 0,1 geben. Dazu muss man aber sagen, dass die HP von den Luia auch etwas niedriger ist. Das ist richtig. Aber der entscheidende Faktor, also das hier sind nur die Daten, um es euch mal gezeigt zu haben. Der entscheidende Faktor, warum das so extrem gut ist in diesem Levelbereich, ist einfach die Mobdichte. Und es war mir auch bisher nicht, also es ist immer so, wenn du lange Zeit irgendwo nicht mehr warst, ja, dann hast du nicht mehr so den Bezug dazu. Und ich muss auch sagen, ich habe die Low-Level-Mobdichten, je länger man sich dort nicht mehr aufgehalten hat, einfach anders in Erinnerung. Und die Mobdichten in Darkon 3 bis Antiquary, und selbst Antiquary ist auch eigentlich gar nicht so gut. Ich finde erst Luia ist so der erste richtig geile Spawn. Und selbst der ist jetzt auch nicht extrem geil, er ist einfach nur viel besser als alle davor. Aber ja, es ist kein Vergleich mit diesem Spawn hier. Wir haben hier einen relativ kleinen Raum, also ich stehe hier drin und ich kann alles sehen, ich kann alle Monster theoretisch sehen, oder fast alle. Und das ist der Raum, das ist der Level-Spawn, der Spot. Dieser gesamte Raum ist ein Spawn und alle Monster respawnen in diesem Raum. Das heißt, ich muss nicht rumlaufen, ich muss nicht ewig suchen oder rotieren oder was auch immer, sondern ich muss einfach nur in diesem Raum stehen und warten, bis die Viecher respawnen. Jetzt denkt man sich vielleicht, naja gut, aber wie viele Monster können das schon sein? Es sind actually insane viele. Na gut, ich muss noch einen Schritt nach vorne machen. Jetzt sehen wir alle Monster. Also ich habe sie nicht gezählt, aber es dürften so um die, ja, 40 bis 50 sein, wenn man die Giants mit dazu zählt. Und das heißt, ich mache hier als Elementor 2-3 Skills und habe einfach einen 20er-Pull. Das ist wie Kai-Loon-Verhältnisse fast schon. Also wirklich eine unfassbar krasse Mobdichte. Und das heißt, selbst wenn die XP Pi mal Daumen ähnlich sind oder vergleichbar von Luia und so weiter, wobei ich denke, die in der Dekans Mine sind trotzdem nochmal minimal besser. Aber das spielt alles gar keine Rolle, weil die Mobdichte einfach so insane ist. Und um euch zu veranschaulichen, wie insane das ist, würde ich euch einfach die Streams der letzten Tage empfehlen. Ich sag's euch jetzt aber auch. Also, auf Level 75 habe ich in Darkon 3 bei Antiquary-Vatankas gelevelt und habe 85% in 22 Minuten gelevelt. 85% in 22 Minuten mit Party auf Schaden als Master wohlgemerkt. Ja, also ziemlich krasser Level-Speed, dafür nur die halbe XP. So, hört sich jetzt alles in einem gar nicht so schlecht an, hört sich sogar ziemlich gut an und ja, ist auch nicht schlecht. Das war natürlich auch mit Ballon und Ampli, also mit sehr viel XP-Bonus. Und wie gesagt, mit Party auf Schaden. Wenn man das hochrechnet, dann kommt man auf 100% in circa knapp 26 Minuten, 25,9 oder whatever. Also ja, basically 26 Minuten für ein Level-Up. Danach, 2 Level später, bin ich dann in die Dekans Mine gegangen mit Level 77. Einfach aus dem Grund, dass wenn die Monster viel zu hoch sind als du, machst du ja keinen Damage, dann macht es auch nicht so ultra viel Sinn, zu höheren Monstern zu gehen. Deswegen habe ich bis 77 gewartet, weil hier in dem Raum sind Monster Level 90 und Level 91. Und ich wollte, dass die höchsten Monster in dem Raum höchstens 14 Level über mir sind, dass man einfach ja, eine gute Killtime hat, ein gutes Gefühl einfach und auch nicht allzu viel Schaden bekommt, weil hier sind schon sehr viele Monster drin und eben auch Giants. Das heißt, wenn man hier mal wirklich einen Portbug hat oder mal kurz stehen bleibt oder so, will man ja auch nicht sofort sterben. Und ja, Power-Ups auf dem Level will man jetzt auch nicht unbedingt verschwenden. Also Death-Power-Ups. Und als ich hier reingegangen bin mit Level 77, Ampli und Ballon im Vergleich zur Open World Party auf Schaden, 2 Level höher wohlgemerkt, also wo man ja eigentlich denken müsste, die XP wären grundsätzlich schlechter, habe ich sage und schreibe 75% in 7,5 Minuten bekommen. Davor waren es 85 in 22 Minuten und hier drinnen waren es 75% in 7,5 Minuten und wer jetzt gut im Kopf rechnen ist, weiß, das sind genau 100% in 10 Minuten.
Also in einer Minute 10% XP. Das heißt wirklich, während du darüber geredet hast, wie viel XP du machst, musstest du eigentlich dich andauernd wieder verbessern. Hardy ist jetzt übrigens gerade auf Level. Falls ihr euch wundert, wieso so die XP so schlecht? Der lügt doch. Ja, ich habe jetzt keine Amplis natürlich an und Party war jetzt auch gerade auf Level. Und ich bin auch mittlerweile Level 83, nicht mehr 77. Wie gesagt, kann man alles im Stream nachgucken und das war wirklich krass. Also während du darüber geredet hast, wie viel XP du bekommst, musstest du dich die ganze Zeit verbessern, weil aus 40% wurden in kürzester Zeit 50%, aus 50, 60, 60, 70 etc. Also es ist wirklich heftig. Und das Krasseste an der ganzen Sache ist natürlich, dass man hier Master ist. Das heißt, die ganze XP theoretisch könnte nochmal doppelt so hoch sein, wenn man Non-Master wäre. Aber damit können wir jetzt auch zu den Nachteilen überschwenken. Welche Nachteile hat das Ganze? Also der größte Nachteil ist natürlich erstmal, ein Anfänger, ein neuer Spieler kommt hier gar nicht rein. Wie vorhin schon gesagt, ohne High-Level-Charakter kannst du hier unmöglich reinkommen. Du brauchst zwingend die Dekans Mine Quest dafür. Einziger Weg, ohne die Quest selbst mit dem Chart zu machen, mit dem du hier rein willst, wäre eben über Couple Teleport oder über Friendship dich hier irgendwie reinporten zu lassen von anderen Charaktern. Diese Möglichkeit, wie gesagt, haben aber vor allem Leute, die im Low-Level sind, eher nicht vermutlich. Auch auf dem FEC-Server hätte man diese Möglichkeit eher nicht. Und die andere Möglichkeit wäre halt einfach die Quest zu machen, so wie es gedacht ist. Allerdings müsste man dafür halt dann wirklich bis Level 85 beziehungsweise sogar knapp 86 warten und könnte dann erst reingehen. Und logischerweise mit Level 86 ist der Raum dann immer noch ziemlich gut. Also ich wette, es ist bis man diese Monster hier outlevelt, also bis Level 91 soll dieser Raum hier der beste Level-Spot wahrscheinlich sein. Vor allem für AoE-Charakter. Für 1v1 wahrscheinlich eher nicht so sehr, weil bei 1v1-Charaktern würden die Giants wahrscheinlich einfach zu sehr nerven. Plus man hat von der Mobdichte als 1v1-Charakter immer viel weniger Vorteile als ein AoE-Charakter, weil man ja eh nur einen Mob zeitgleich angreifen kann. Und ehrlich gesagt, hier sind so viele Monster drin, so viele Monster tötet kein 1v1-Spieler, der nicht mindestens selber auch Master ist. Also es ist vor allem für AoE-Spieler hier interessant. Das heißt für Ranger, Ringmaster, Elementor, Psykeeper wäre das hier so ein geiler Level-Spot. Die meisten anderen Klassen werden ja AoE sowieso so gut wie gar nicht gespielt oder wenig. Genau. Aber die Giants sind eben der nächste Nachteil. Als Non-Master hier reinzugehen, ist natürlich viel schwieriger. Die Monster sind Giant, Schrägstrich, ich weiß nicht, Giant-Monster ist falsch. Das sind eigentlich keine Giants. Die machen ja keine Special Attacks. Die laufen auch nicht nach 30 Sekunden weg oder so. Ja, keine Ahnung, wie man die beschreiben soll. Aber auf jeden Fall sind es keine richtigen Giants. Das sind einfach stärkere Monster, sagen wir es so. Alle Monster in dem Dungeon sind relativ stark. Die machen relativ viel Schaden. Und das bedeutet, als Non-Master hast du ja natürlich schon Probleme, vor allem ohne Power-Ups, mal so chillig zu leveln. Ich meine, klar, als Elementor würdest du sowieso Hit and Run spielen, da musst du halt einfach aufpassen, dass du nicht gehittet wirst. Und ich meine ganz ehrlich, wenn man eine gute Levelgelegenheit hat, oder so eine Gelegenheit hier, dann sollte man natürlich auch, ehrlich gesagt, Power-Ups aktivieren. Also ich meine, wenn man dann schon Power-Ups hat, sollte man sie auch einfach benutzen. In dem Fall würde man sie 1:1 gegen XP traden, was ja letztendlich auch der Grund ist, warum man hier reingeht. Dann sollte das schon sollte schon ungefähr hinhauen. Aber die Giants werden halt vielen Leuten auf jeden Fall Probleme machen und das wäre halt dann der nächste Nachteil. Also an für sich ist das, wie gesagt, mit Abstand der beste Levelspot im Spiel in diesem Levelbereich. Also bis, wie gesagt, ich würde sogar sagen, einschließlich Klarfahren. Aber Klarfahren ist schon auch ziemlich gut, um ehrlich zu sein. Aber definitiv kann mit allen Big Boys, also mit allen Spawns bis Darkon 3, als wir haben Power Dice 10 gedroppt, let's go. Das ist der nächste Vorteil, by the way. Man kann hier Power Dice 10 und 12 bei normalen Monstern droppen. Power Dice 10 und 12 sind beide über 10 Millionen Penya aktuell wert auf Borodeng. Das ist also auch ein netter Nebenverdienst. Und ich bin Master, das heißt, ich habe eine halbe Droprate. Als Non-Master müsste man noch deutlich mehr davon droppen. Ich habe jetzt, glaube ich, bisher 3 Stück gedroppt. Als Non-Master wären es dann wahrscheinlich schon eher 6 gewesen, wenn man nicht allzu viel Pech hat. Und ja, es macht einfach Spaß, hier drin zu leveln. Es ist geil, wenn die Monster alle immer direkt vor dir respawnen. Natürlich gibt es mal kurz so Phasen, wo du keinen Respawn hast, wo du mal kurz Leerlauf hast. In der Zeit töte ich dann immer die Giants. Allerdings muss man auch dazu sagen, mein Level-Speed ist jetzt hier natürlich schon ziemlich insane. Als Non-Master hätte man den so wahrscheinlich auch eher nicht. Also als Non-Master hättest du das Problem, dass hier mal Leerlauf ist, so wie jetzt gerade quasi. Eher selten. Und selbst mit diesem Leerlauf ist der Spawn so insane gut, weil du einfach dich kaum bewegen musst und die Monster kommen im Endeffekt immer wieder automatisch zu dir gespawnt.
das ist egal. Also selbst wenn du mal 20, 30 Sekunden wirklich Leerlauf hättest, und so lang ist es nicht mal. Ich glaube, die längste Leerlauf ist wirklich, ja, sagen wir höchstens 20 Sekunden. In der Zeit kannst du dich auch rebuffen oder sonst was machen, cheeren, irgendwas, was dich sowieso normalerweise für ein paar Sekunden vom Leveln wiederum ablenken oder abhalten würde. Und dann ist das auch gut genutzt. Und es ist wirklich selten, dass alle Monster zeitgleich tot sind, weil die spawnen ja eh nicht alle zeitgleich immer. Das ist so alle paar Minuten wirklich mal ganz kurzer Leerlauf. Aber ansonsten hast du ja eigentlich wirklich 24/7 super gute Mobdichte und immer einen großen Pull hinter dir. Und die Monster sterben 24/7 und geben dir unfassbar gute XP. Und ja, das war es im Endeffekt auch schon. Ich wollte euch diesen Level-Spot hier mal präsentieren. Wie gesagt, hat leider ein paar Nachteile. Aber selbst wenn man die Dekans Mine Quest erst machen muss, würde ich sagen, lohnt es sich theoretisch trotzdem, weil, ja, es ist definitiv besser als alles in der Open World außerhalb dieses Dungeons. Und bis, wie gesagt, einschließlich Level 91 kann man hier locker leveln. Und zwar sehr effizient, sehr effektiv. Kann nebenbei noch ein bisschen Kohle machen mit, wie gesagt, Powders 10, Powders 12. Und ist vielleicht auch einfach ein Geheimtipp für Leute, die auf Master Quest sind und das bisher noch nicht genutzt haben. Ich habe das auch zum ersten Mal genutzt, muss ich zugeben. Ist mir letztens so eingefallen, also mir ist halt einfach aufgefallen, die Low-Level-Mobdichten und so sind echt bescheiden. Vor allem, wenn du halt extrem viel Schaden machst, eben als Master-Character. Das heißt, die Monster sterben auch einfach sehr schnell. Das heißt, du pulst halt nicht 10, 15 Monster und dann rennst du eine halbe Minute im Kreis oder so, sondern du Two- oder One-Shottest halt einfach alles. Ja, und dann brauche ich halt einfach eine extrem gute Mobdichte, sonst laufe ich mich ja dumm und dämlich. Also sonst laufe ich da ja einen freaking Marathon. Jedes Mal 10 Monster pullen, boom, tot und dann musst du wieder ewig laufen, bis es zu den nächsten 10 Monstern kommt. Und das hat mich schon ziemlich genervt und wie gesagt, da wurde mir erst wieder bewusst, okay, die Mobdichten im Low-Level sind nicht schlecht, aber sind auch echt nicht so gut. Und dann ist mir eben das hier wieder eingefallen, weil auf dem FEC-Server immer Leute im Dungeon hocken. Ich weiß nicht genau, was die hier machen, ehrlich gesagt. Also Level natürlich. Aber ich weiß nicht, warum die immer so lange und so zahlreich hier drin sind. Keine Ahnung. Aber da ist mir das eingefallen, dass das hier einfach ein insane guter Spot von der Mobdichte her ist. Aber wie gesagt, leider erst Dekans Mine Quest machen, sich von High-Level-Charakteren reinporten lassen. Und als Non-Master ist es natürlich schwieriger hier mit den Giants das Ganze zu handeln. Aber wenn man Hit and Run machen kann, also Ringmaster, Elementor, Psykeeper, Ranger, alle Fernkampf-AOE-Klassen und alle Magier vor allem, sollten das grundsätzlich eigentlich hinbekommen können. Also einfach mal ausprobieren, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Und wenn ihr Master Quest machen solltet, würde ich es euch auch stark empfehlen. Und hier sieht man jetzt nochmal ganz gut, das sind keine richtigen Giants, die laufen mir Ewigkeiten hinterher. Ich habe vorhin gesagt, nach 30 Sekunden laufen sie weg, ne, das gilt für alle Monster. Ich meinte eigentlich nach 30 Sekunden oder wie auch immer, werden sie nicht schneller. Also sie bekommen diese Buffs nicht, die normale Giants bekommen. Von normalen Giants kannst du ja gar nicht so weit lang weglaufen. Die werden ja immer schneller, immer aggressiver sozusagen, machen ihre Special Skills. Und diese Giants hier, wie gesagt, Giants in Anführungszeichen, Fake Giants könnte man auch sagen, das sind einfach nur Monster mit viel AP und mehr Schaden als die normalen Monster. Die laufen dir einfach da ewig hinterher, die machen nichts Besonderes und wenn du genug Schaden hast, werden auch die irgendwann sterben und dann geben sie dir das sogar noch ein kleines bisschen Bonus-XP. Und wenn du sie nicht töten kannst, laufen sie irgendwann weg, dann pulst du sie wieder neu, dann laufen sie wieder weg, dann pulst du sie wieder neu. Ist ja egal. Solange du Hit and Run machst und einfach im Kreis läufst, spielt das keine Rolle, dann kannst du sie eigentlich mehr oder weniger ignorieren. Man muss halt nur ein bisschen aufpassen, wenn man wie gesagt Non-Master ist, dann machen die halt schon relativ viel Schaden. Aber wie schon gesagt, als Non-Master muss man sowieso hier eher mit Power-Ups auf jeden Fall reingehen, damit es sich halt erstens noch mehr lohnt und zweitens, damit man halt auf der sicheren Seite ist und hier auch wirklich nicht stirbt. Genau, und ja, das war so ein kleiner Überblick über den, wie gesagt, vermeintlich besten Level-Spawn in bis Asria wahrscheinlich, in ganz Darkon 3. Leider mit ein paar Beschränkungen, aber trotzdem mega nice und ehrlich gesagt, es macht echt viel Spaß hier drin zu leveln. So viel Spaß hatte ich beim Leveln schon lange nicht mehr, muss ich zugeben. Ist richtig geil. Bis zum nächsten Mal mit, by the way, dieses Ding hier ist verbuggt, wenn ihr euch wundert, warum zum Teufel läuft der Typ so langsam. Ich habe keinen Winfield gecastet. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Der ist verbuggt und ja, es soll auch so bleiben, ehrlich gesagt, weil das ist mit Abstand der stärkste Giant in dem Laden hier. Und der bewegt sich aber kaum von der Stelle. Und es wäre ganz gut, wenn das so bleibt. Also, sagt nichts. Kappa. Vielleicht ist es auch Absicht, ich weiß es nicht. Vielleicht hat es auch einen lore-technischen Hintergrund, dass der so langsam ist.
Ich kann ihn auch stehen bleiben lassen. Ich kann auch dafür sorgen, dass er sich gar nicht mehr bewegen kann. Yeah. Auf jeden Fall, schaut im Livestream vorbei. Twitch-Links in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal mit Fly Universe. Haut rein und ciao, ciao.